Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ja, ich hatte schon öfters die Ehre, einen Arzt hier zu haben, der ist schon 76 Jahre alt oder jung, wie man will. Auf jeden Fall das Besondere an ihm ist, er hat Arzt studiert, er hat Ingenieur studiert, er ist der wissenschaftliche Leiter der Akademie für Wissenschaft und Forschung in Rostock. Er praktiziert noch heute, das hält ihn auch jung und fit, und von seinen großartigen Erfahrungen können wir alle nur wirklich großartig profitieren. Und er ist heute wieder da, lieber Dr. Jordan Petrov, ganz herzlich willkommen bei uns im Studio. Guten Tag und vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Das ist mir wirklich auch eine Ehre. Also, danke. Wir haben zuletzt über Kleinsche Felder geredet. Ja, ich übernehme nur die Moderation. Alles gut, machen wir weiter. Also, ja, richtig. Und wir haben was vergessen. Wir haben zwar festgestellt, Zellen im Labor, nicht in vivo, nicht am Leben. Ja. Wenn man sie mit Kleinsche Felder behandelt, dann können dreifach ihre Energieproduktion aktivieren. Ja. Das ist schon eine Revolution für sich. Ich gebe keine orthomolekulare Medizin, keine spezielle Stoffe, die auf die Mitochondrien zugeschnitten sind. Und trotzdem kann ich alleine durch Magnetismus und eine spezielle Anordnung von bestimmten Feldern, die Kleinsche Felder, kann ich dann so eine hervorragende Stimulation der Energieproduktion hervorrufen. Man sagt 300%, ist zwar nicht richtig, weil die Prozente nur 100 sind, ja, außer man geht 100 aber hört sich gut an und man merkt sich das leichter. Okay. Und das haben wir alles festgestellt. In vivo, das heißt im lebendigen Organismus, kannst du nicht die Energieproduktion dreimal steigern. Das ist absurd. Ja? Du kannst normale Energieproduktion 1,3-fach, 1,4-fach, aber das ist schon enorm viel, ja, oder vielleicht 1,1, und das ist viel. Energieproduktion ist fantastisch. Und nur durch Schlafen, durch Liegen auf einer Matte. Also fauler geht's nicht. Ja. Ja, also muss man das wirklich sagen. Und vor allem, du vergisst es nie anzuwenden. Ich nehme manchmal Nahrungsergänzungsmittel und ich muss immer abgelaufene Dosen wegschmeißen, weil ich immer wieder vergesse. Ja? Also du musst systematisch mal vorgehen. Wenn es dir aber gut geht, hast du es nicht nötig. Ja? Und so mit der Kleinsche Felder hast du kein Problem. Du legst dich im Bett und die sind schon da und die machen schon ihre Wirkung. Und selbst wenn ich auf der Reise bin, habe ich eine kleine, weil die große, die ist schwer. Ja, 5 Kilo. 3,8 Kilo, glaube ich. Und das ist mir zu schwer. Habe ich immer eine kleine, wenigstens für meine Niere und für mein Kreuz. Und für mein Kreuz trage ich immer ein Gurt mit Kleinsche Felder rum. Also müssen wir kurz zusammenfassen. Was macht die Matte alles, wenn man im Bett liegt? Wir haben eine erhöhte Sauerstoffversorgung. Diesbezüglich gibt es einfach mehr ATP. ATP, Energiewährung des Körpers, ist für Selbstheilung und Regeneration da. Dann haben wir eine erhöhte Sauerstoffversorgung bis in die kleinsten Kapillarien. Das heißt, keine kalten Füße. Die Leute spüren das als Wärme. Wärme kommt aus der ATP-Produktion heraus wieder. Dann haben die was ganz Besonderes, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Muskel, der wenig Energie hat, der ist starr und schwer beweglich. Ja. Und das ist die Ursache für den Schmerz. Ja, steif. Also die starre und die harte Muskelkonstellation. Und wenn ATP da ist, dass die Energie, die macht den Muskel entspannen. Und der Muskel wird wieder weich, bewegt sich leichter und dann hat man keine Schmerzen. Das ist der Grund, warum du an den Rücken tust, damit du keine Rückenschmerzen hast? Na, nicht nur. Also am Rücken, wenn sich da die Durchblutung gar nicht verbessert, sind die Rückenschmerzen wie abgeblasen. Das ist die Aha-Erfahrung. Mindestens für die mehr als die Hälfte, die legen sich einfach drauf und haben keine Rückenschmerzen. Aber das Schmerzempfinden ist viel komplexer.
Und wir werden noch darüber reden, aber speziell für das Herz haben wir was vergessen. Und zwar, das Herzzentrum oder Kreislaufzentrum befindet sich am Nacken da, verlängerte also Gehirnausstülpung. Und da ist auch das Atemzentrum dabei. Also beide sind in der Nähe. Und jedes Mal, wenn ich atme, aktiviere ich durch das Atemzentrum, aktiviere ich auch das Kreislaufzentrum. Und jetzt kommt es, das zeigt man im EKG, dass immer der Puls hoch und runter geht. Das ist ganz normal. Und Patienten, die das nicht mehr haben, die haben eine Neigung schon im Gehirn zu verkalken, weil das Atemzentrum und das Kreislaufzentrum sich gegenseitig nicht beeinflussen. Es gibt sogar eine chinesische, also ein Sprichwort oder sowas Ähnliches, wo der Chinese sagt, wenn das Herz gleichmäßig schlägt, jetzt will ich keinem Angst machen, dann geht es noch 3 Tage und dann stirbt der Patient in 3 Tagen. Ich höre dabei auf und sage, also wenn das Herz gleichmäßig schlägt, ist das ein Zeichen, dass der Patient schlecht atmet. Und deswegen ist ganz besonders wichtig, die Atmung, die Bauchatmung. Also die meisten Patienten atmen nur mit der Brust, besonders Frauen, und ganz oberflächlich, und die anderen Lungenabschnitte werden nicht belüftet, also immer problematisch. Ja, ich habe es mal gemessen. Und deswegen so. Die Chinesen haben immer und bei jeder Art der Behandlung ziehen sie die Behandlung, also die Atmung in die Behandlung ein, und das ist ganz einfach. Einfach Atemübungen mit Hand auf dem Bauch, dass man lernt, also dieses tiefe Atmung mal zu Bestandteil des Lebens zu werden. Und ganz einfach, Leute, die Probleme mit dem Herz haben und mit der Atmung, Schlafapnoe. Bis jetzt habe ich einen durchschlagenden Erfolg. Schlafapnoe höre ich am Telefon, schicke ich einen Streifen mit einem dünnen Schall, anbinden am Nacken, da ist ja das Atemzentrum, Schlafapnoe ist weg. Nein, wirklich? Nein, kannst du selber probieren, wenn du so einen Patienten hast. Das ist ja genial. Weil da hinten ist das Zentrum. Das ist ganz nah am Nacken und da ist das Kreislaufzentrum auf. Du aktivierst beide in positive Richtung und das haben wir vergessen, also vorhin zu erzählen. Ja, du siehst, machen wir die nächsten Notizen. Also das wäre eigentlich Schlafapnoe. Schlafapnoe, sofort einen Streifen am Nacken binden und du hast das Problem also in der Regel weg. Du brauchst keine Maske, du brauchst kein Beatmungsgerät. Ich habe Schlafapnoe eigentlich immer bei vielen Menschen weggebracht, indem ich sie in eine Ernährungsberatung gebracht habe. Sie haben abgenommen und dann hat es auch aufgehört. Wo ist jetzt der Zusammenhang? Das ist natürlich ein Problem mit der Schlaffwerden des Bindegewebes, wo wir wieder mal bei deinem Lieblingsthema mit den Krampfadern sind. Das ist Bindegewebe, ist, wenn es Bindegewebe, sagen wir, in irgendeiner Form gestört ist und dann schlaff und nicht funktionsfähig ist, womit hat das wieder mal zu tun? Das hat mit den Kollagenfasern zu tun und die Kollagenfaser wiederum brauchen eine vernünftige Ernährung und eine ausreichende Menge Vitamin C. Und jetzt kommt es, wenn ich solche Krampfader habe, kann ich durch die kleinen Felder kann ich zusehen, wie die verschwinden, aber nehme ich die kleinen Felder weg, kommen sie wieder. Ja. Also das heißt, ich muss dauernd behandeln. Und weil ich vergessen habe oder noch nicht dran gedacht habe, dass das Bindegewebe diese Schwäche alleine durch kleine Felder
die kleinsten Felder werden nicht die Versorgung liefern mit Vitamin C oder die entsprechenden Aminosäuren, die man also brauchen würde. Logisch, ja. Das ist logisch. Ne? Das heißt, auf die kleinsten Felder ist alleine Verlass, aber ich muss auf Dauer mich letztendlich gegen das Bindegewebe wappnen, indem ich vernünftig esse. Und jetzt bewusste Vitamin C-Zufuhr. Aber natürlich, auf jeden Fall ja, bewusst. Das ist natürlich, weil wer nimmt schon? Wenn ich 100 Leute frage, wie viel Vitamin C sie bewusst zu sich nehmen, dann wird nicht viel sein, vielleicht 1-2 Gramm am Tag, wenn es hochkommt. Das liegt an das Propaganda, das wir haben. Wenn man im Internet nachforschen würde, würde man schreiben, Vitamine schädlich. Kommt sofort eine Studie, wo die mit Vitamine, mit viel Nahrung gegessen haben. Bei Sportlern zum Beispiel hat man das gemacht, die viel Gemüse enthalten. Ja? Man hat keine Wirkung festgestellt. Und dann rennt der Reporter zu solchen Vitaminenpäpste und sagt, was sagst du dazu? Die Vitamine sind gar nicht gut für den Körper. Ja, so einfach ist es nicht. Nirgendwo wird eine saubere Studie gemacht. Wenn ich ein Gemüse essen soll, dann darf das nicht weder mit Pestizide, mit Herbizide oder sonst was also belastet sein. Und wenn ich jetzt das Gemüse als Grundlage nehme, dann habe ich also, wenn ich das normale einkaufe, und das habe ich schon geprüft, in München habe ich mir in die Großhalle alles angeguckt. Die Leute, die Käufer, die Händler, die kaufen nach dem Aussehen. Niemand guckt nach den Zertifikaten. Und niemand kommt kontrollieren. 2-mal im Jahr kommen 2 Frauen und nehmen ein paar Proben. Und wenn es einen erwischt hat, dass er nicht gut ist, dann zahlt er die Strafe und dann macht es weiter. Wir haben von der EU 900 etwa Stellen weltweit, die uns Bioware liefern. Ja, wir haben sogar eine Institution bei der EU, die dafür verantwortlich ist, um das zu kontrollieren, ob das wirklich Bioware ankommt. Also wir kaufen viel Bioware und schenken Vertrauen, das muss schon so sein. Und diese Institution hat in den letzten paar Jahren, ich habe zufällig so eine Sendung gesehen, kannst du am Finger abzählen, wo sie kontrolliert hat. Bei 900 Stellen hat sie 5, 6 kontrolliert in ein paar Jahren. Also das heißt, die Institution ist da, aber sie tut ihre Arbeit nicht. Und da kommt eben, wir verwenden diese Mittel, um Beamten zu beschäftigen, die eben ihre Arbeit nicht vernünftig tun. So, aber wir sind ich möchte vielleicht da noch schnell eine Lanze brechen für die Bioläden, weil ich habe kürzlich hier einen Arzt hier gehabt, der auch Landwirt war und der hat einen Bioladen betreut, Bauernhof, und hat mir wirklich gesagt, da wird bei Ihnen alle Jahre 2-mal die Bodenprobe genommen und die Ware und analysiert. Vielleicht ist das jetzt die Schweiz gewesen und nicht Deutschland oder EU. Auf jeden Fall hat er klar gezeigt, die Mineraliengehalt eines Bio-Schweizer Gemüses ist exorbitant höher als bei der Großhandel. Super. Ich habe auch eine Patientin gehabt, die hat gesagt, ihre Enkelin arbeitet in einem Labor und jeden Dienstag bringt all die Proben und untersucht, ob die okay sind. Okay. Also nichts, es gibt schwarze Schafe, aber es gibt auch wirklich. Also ich möchte nicht sagen, dass darum ist die regionale Kauf auch gut, oder? Das regionale Kaufen. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt speziell auf der Suche nach
unbelastete, nicht nur Lebensmittel, sondern unbelastete Mittel, womit man sein Leben, also Möbel, Teppiche, Matratzen, darüber können wir extra eine Sendung, aber wir sind jetzt immer noch beim Kleinschenfelder und Bindegewebsschwäche und Wirkung der einzelnen Streifen. Ja? Und wenn wir jetzt darüber reden sollen, dann müssen wir, wie die wirken, müssen wir unbedingt das Problem der Vergiftung und der Entgiftung anschneiden. Wir können das natürlich in der Kürze der Zeit das nicht bewältigen, aber wir werden sicher feststellen, worauf es ankommt. Also, ich weiß nicht, ob ich lieber etwas jetzt, ich weiß nicht, wie viel Zeit geblieben ist. Ja, Entgiftung und Vergiftung könnte man eine eigene Sendung darüber machen. Extra Sendung für sich. Ja. Deswegen sage ich jetzt über die Kleinschenfelder, über ein akutes Problem jetzt. Ja? Corona. Das, ich weiß nicht, da haben sich viele schon dazu geäußert und ich will natürlich nicht zurückhalten und erzählen, liebe Patienten und Nicht-Patienten, es kommt auf die Prävention an. Vitamin D und Vitamin A an erster Stelle, weil beide wirken zusammen und müssen an dem gleichen Rezeptor kommen und sind die wichtigsten Schutzfaktoren für die Schleimhaut. Und Vitamin D, der Mangel in der Bevölkerung ist extrem. Jedes Mal, wenn ich einen Patienten mit Krebs bis jetzt mal gesehen habe, liegt er in einem eklatanten Bereich Vitamin D-Mangel. Jedes Mal. Das ist genauso. Jedes Mal, wenn ich einen Patienten mit Multiple Sklerose gesehen habe, als erstes sage ich, machen Sie bitte den Mund auf. Alles voll Amalgame. Grau, alles. Ich habe keinen bis jetzt gesehen, der keine Amalgame im Mund hatte. Und niemand bis jetzt macht diese eigentlich kurze Eselsbrücke, dass diese Amalgame in irgendeiner Form mit der Multiple Sklerose zusammengebracht werden müssen. So, dann habe ich noch eins. Neurodegenerative Erkrankung. Wenn ich einen Patienten mit Parkinson sehe, das Erste, was ich frage, ich habe Erfolge bei der Parkinson-Behandlung. Das Erste, was ich frage, ist, wann und wie haben Sie im Zusammenhang mit Holzschutzmitteln eine Belastung erfahren? Formaldehyd, oder wie heißt das? Immer. Und ich bin immer bis jetzt fündig. Der letzte Parkinson-Patient, den ich behandelt habe, der ist irgendwo, ich bin in Rostock, der ist noch unten, der will zu mir, aber ich sage, jetzt lieber nicht Corona-Zeiten. Und der hat eine Auflage bekommen. Eine Woche später hat er angerufen, ohne dass ich ihn jetzt, ich habe ihn gefragt wegen Holzschutzmittel, sofort fündig. Er ist der Schreiner in der Gemeinde. Schreiner, also Holz streichen. Und ganz feine und gebildete Leute haben auch da keine Ahnung. Ich habe einen Freund, der hat eine Entzündung der Arterien. Ein Freund, der ist später zu mir gekommen. Entzündung der Arterien. Das ist eine ganz schlimme Erkrankung, also vegenerische Erkrankung. Und da habe ich auch gefragt, wo bist du in Kontakt mit Holzschutzmitteln gekommen? Und der sagt, nach der Wende, weil das so gut war, der ist Doktoringenieur, hatte sich 200 Liter Xylodecol gekauft. Holzschutzmittel. Hätte ich nicht sagen müssen, aber Holzschutzmittel hat er gekauft. Und davon hat er persönlich
160 Liter schon verstrichen und noch 40 liegen noch da. Kurze Klammer auf und Klammer zu. Diese Billigmöbelhersteller, ist denn dieses Material, was wir da jetzt gerade gesagt haben, dort auch immer verwendet? Als Leim oder diese günstige Möbel? Wie sieht das da aus vor ihrem Schädlichkeitsgehalt? Inzwischen hat man Formaldehyd nicht da reingenommen, aber wir sind jetzt schon bei der Vergiftung. Ja? Wir wollten über Vergiftung sprechen. Die lassen wir Seite. Und wir sind schon dabei. Die machen wir ein anderes Mal. Also, ach so, hier kommt die nächste Sendung, ist die Vergiftung. Aha, und jetzt immer noch auf die Kleinfelder und Bindegewebsschwäche. Vielleicht, Herz haben wir schon gesagt. Also, wenn man Streifen dazu nimmt, aktiviert man nicht nur das Herzzentrum, sondern auch das Atemzentrum. Und was jetzt über Corona, da war der rote Faden wieder, über Corona. A und E, alle anderen Vitamine, ganz normal, aber bitte Omega-3-Säuren und was weiß ich, da gibt's wieder verschiedene Untersuchungen. Darüber wollen wir es uns nicht unterhalten. Präventiv bei der Corona ist das Wichtigste. Und wenn man schon ganz kleine Symptome hat, dann soll man sehr scharf diese Symptome angehen. Ziel, gar nicht den Arzt brauchen. Das ist das Ziel. Das heißt, ich muss in der Lage sein, meine Atmung so zu unterstützen und meinen Körper, dass ich den Arzt gar nicht brauche. Wenn du zum Arzt kommst, dann bekommst du dort andere Behandlungen. Ich war total irritiert, als diese Corona-Zeiten waren. Da lagen Patienten mit Kabel und Schläuche und die waren total nackt. Verstehe ich nicht. Also wenn du Lungenentzündung hast und du liegst in einem Flur und da bist du nackt, da ist die Lungenentzündung eigentlich, hat ein leichtes Spiel, total das Feld zu übernehmen. Also ja, es beginnt schon beim Kratzen im Hals. Ja? Ziel ist es, die Halsschmerzen nicht tiefer steigen zu lassen. Habe ich auch mal gehabt, im Februar. Ja? Und ganz komisch, ich bin eigentlich absolut grippestabil. Und auf einmal tat mir der Hals rechts weh. Nur rechts, komisch. So, was habe ich gemacht? Als ich gesehen habe, das wird schon in die Bronchien gehen, habe ich ganz einfach physikalische Therapie genommen. Ich erzähle das, weil vielleicht jeder das gebrauchen kann. Ich habe Wasser genommen und pro Liter 100 Gramm Salz reingetan. Dann habe ich ein Küchentuch genommen, gefaltet, dass das auf die Brust ist, warm gemacht die Lösung, das Tuch also ausgewrungen. Dann habe ich 4 Streifen Kleinfelder, 2 links, 2 rechts getan, das Tuch drüber. Achtung, Mikrofon. Achtung, Mikrofon. Ach so. Das ist doch der Mikrofon. Ja, natürlich. Ja. Also 4 Streifen. Ja. Dann das Tuch drüber. Ja. Dann mit Folie umwickelt. Ganz heiße, also Wärmeflasche drauf und jetzt zugewickelt, bis du geschwitzt hast. Jetzt gibt es eine Elektrolyte, die wahrscheinlich reingeht, oder? Ja. Wo die also Säure was Besseres gegen Husten und Bronchitis, glaube ich, gibt es nicht. Dazu gibt es natürlich viel Vitamin C. Ja. Also man kann Vitamin C grammweise in die Vene spritzen. Ja, aber das können wir privat ja nicht machen, oder? Muss man zum Arzt. Kann er machen. Ich kann eine Sendung drehen, wo jeder sich spritzen kann. Aber das ist ja vielleicht geht ein bisschen zu weit. Auf jeden Fall auf diese Art und Weise, dann nimmst du auch Oxidantien. Oxidantien, habe ich gesagt, das sind hervorragende antibiotisch wirkende Substanzen. Ja?
du nimmst ein paar Tropfen Oxidantien und innerhalb von 10 Minuten ist das Gefühl, dass du Fieber hast, weg. Alles so. Natürlich. Und wir müssen wieder ein Ende finden, lieber Jordan, aber ich denke, das war jetzt ein gutes Rezept, ein Hausmannsrezept. Also, bitteschön, das mache ich gern, weil das jeder machen kann. Ja, ist ganz einfach. Ich werde es mal testen, wenn ich mal was habe, aber ich bin auch resistent. Hoffentlich nicht. Ich bin auch resistent. Aber wie gesagt, immer am Anfang schon extrem scharf rangehen, damit nicht nötig ist, dass ein Arzt rankommt. Dass ich nichts gegen die Ärzte. Ja, ich wollte gerade fragen. Wenn man jetzt die ärztliche Hilfe braucht. Ja, aber okay. hier geht es um präventive Maßnahmen, um den Arzt gar nicht anzurufen brauchen. Das ist wichtig. Also, aber ich höre auch immer wieder, die kleinsten Felder kommen immer wieder wie eine Orgel. Ich denke, das ist eine präventive Standardmaßnahme, die alle zu empfehlen wäre. Und ich vergesse eins nicht, was du noch gesagt hast. Selbst Elektrosmog kann mich im Bett drin nicht schaden, weil das Magnetfeld mich vor den elektromagnetischen Feldern schützt. Lenkt auf jeden Fall um sich herum. Ja? Und das ist etwas, was pulsiert heute, weil wir alles auf der Suche sind nach irgendwelchen Lösungssystemen für uns dazu zu schützen, zu retten oder was auch immer, was man da denken will, wenn das 5G uns flächendeckend bombardiert. Ja, das ist ein heikles Thema. Ja. Und pulsierende Magnetfelder kann man dazu nicht nehmen. Ja, ist verständlich, klar. Weil pulsierende Magnetfelder kann man nicht als Dauertherapie nehmen. Ja. Das hat einen anderen Grund. Da werden wir bei der nächsten Sendung darüber reden. Können wir auch ein bisschen machen. Vielleicht. Gut, ja, machen wir gleich als nächstes. Gut, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte schalten Sie einfach wieder ein, wenn es weitergeht mit diesen Magnettheorien, Theorien, sondern Fakten und Magnete über konstante Magnete oder über Felder, die pulsieren. Im Bereich von 200.000, 300.000, 400.000 Nanotesla habe ich schon gesehen, gell? Ein Mehrfaches der Erde. Inwiefern das wirklich gesund ist und ab wann fängt es an zu schaden und ist es etwas, was jeder haben sollte oder nur die Therapeuten anwenden werden, das werde ich nachher Herrn Petrov fragen. Schalten Sie einfach wieder ein, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.